hoffe, es ist ein bisschen zu schnell gefahren. Führerschein, Fahrzeugpapiere, bitte. Sie wissen, warum wir Sie angehalten haben. Ich bin zu langsam gefahren. Genau. Nein, alles gut. Also sieht ganz gut aus. Also ich bin schon stolz auf dich. Ne? Okay. Für die ersten 2 Fahrstunden ist das schon mal richtig gut. Pass auf. Wir bauen jetzt also sofort eine erste Übung mit ein. Und zwar Aha. Stop and Go. Ne? Ja, Ist auf jeden Fall ein Grundbaustein, den du für die Prüfung brauchst. Stau zum Beispiel. Ist im Grunde genommen wie im Stau, genau. Ja, Ne? Du genau. fährst praktisch hier einfach deine Runde weiter, das ist immer dasselbe. Ne? Mhm. Fängst dann an dem ersten Hütchen an, linke Bein runter, zweite Hütchen, wieder linke Bein runter, zwischendurch immer wieder drauf. Mhm. Dritte, vierte Hütchen jeweils das rechte Bein runter. Das andere muss Mhm. dann oben drauf bleiben. Okay, dann fängst du Kippeln natürlich runter den Fuß, dann fällst du auf die Nase. Ne? Okay. Wie du in der Prüfung anfängst, ob du jetzt mit dem rechten Bein anfängst oder mit dem linken, das ist dem Prüfer total egal. Hauptsache zweimal das gleiche Bein. Okay. Ne? Genau. Wenn du zurückkommst, bauen wir auch gleich eine neue Übung wieder mit ein. Und zwar schon mal den Grundbaustein für Schrittgeschwindigkeitsslalom. Mhm. Ich stelle dir da vorne ein Hütchen hin. Und ab diesem Hütchen fängst du an, in Schrittgeschwindigkeit reinzugehen. Heißt also erster Gang, Spielstraße. Spielstraße, genau, so langsam wie möglich rollen, Gleichgewicht versuchen zu halten. Du darfst mit der Kupplung so ein bisschen hantieren, ne? Und mit der Hinterradbremse ein bisschen anbremsen. Nicht voll rein, sondern nur so schleifend bremsen. Ja. Ne? Wichtig, die Vorderradbremse nicht benutzen. Ah, okay. Ne? Weil die packt dann sofort und dann stoppt das Motorrad, dann fällt es. Ne? Genau. Genau, also nur Hinterradbremse, Kupplung, ein bisschen mit dem Gas kannst du so halt, ne, dass du das Gleichgewicht halten kannst, wie so ein Trial-Fahrer. Ja. Ne? Genau, das wären dann die beiden Übungen, die wir jetzt erstmal machen. Ja, genau. Okay. Und wenn du zwischendurch keinen Bock hast und dir ist mal danach, dann fährst du halt die Straße wieder ganz normal einmal runter mit ein bisschen so, ne? Kannst du ruhig zwischendurch machen. Okay. Das war zu langsam.
Gemacht hast, Schrittgeschwindigkeit geradeaus, machst du jetzt praktisch als Slalom. Aha. Ja? Aufpassen, da ist schnell das Gleichgewicht verloren, dann beide Beine schnell runter, ne, damit du nicht stürzt. Ja. Auch hier keine Vorderradbremse benutzen, Aha. ne, keine. Ja. Nur schleifende Rücktrittbremse und halt ein bisschen mit dem Gas spielen, mit der Kupplung, Schleifpunkt und dann versuchen drumherum zu kommen. Wenn du ein Hütchen umfährst, nicht umdrehen, sonst bist du sofort aus dem Gleichgewicht. Ja, Ne? genau. Da kannst du ruhig drüber fahren, die sind aus Silikon, da passiert nichts. Man dachte mir, ich muss nicht dahin gucken, wo ich hinfahre, sondern immer hinfahre und nicht da Richtig, irgendwo das danach. wollte ich gerade als nächstes sagen. Also immer weit nach vorne gucken Ja. und nicht immer aufs nächste Hütchen konzentrieren. Genau. Ne? Weil man fährt immer dahin, wo man hinguckt. Deswegen Ah. sollst du ja auch, wenn zum Beispiel mal irgendwann eine brenzliche Situation kommt, nicht auf die Situation gucken, sondern die Lücke suchen. Ja. Ne? Dann kann man den Hintern retten. Wenn du auf die Situation guckst, fährst du auch genau da rein. Genau. Ne? Okay, gut. Alles klar. Wichtig ist auch hier, dass du frühzeitig schon in Schrittgeschwindigkeit reingehst. Ne? Geh dann nochmal und mach mal. Genau. Aha. Okay. So, weil das alles so super gelaufen ist, ne? Und ich echt stolz auf dich bin, also für die ersten beiden Fahrstunden sehr gut, ne? Aber denk dran, ne? Trotzdem cool bleiben. Ne? Wir Genau. fahren jetzt in den Straßenverkehr. Na eben. Und du weißt ja, wie das der Abläuführerschein hast. Wir fahren jetzt praktisch über Sodingen wieder zurück. Das mache ich aber nur mit denen, die sich das verdient haben in den ersten 2 Fahrstunden. Dankeschön. Ne? Pass auf, wir fahren jetzt hier vorne links, Ja? die nächste wieder rechts und dann fährst du auf eine Hauptverkehrsstraße. Ja. Diese Ecke, die hat in sich. Aufpassen, dass du nicht umkippst. Die ist ziemlich eng. Ne? Und der Verkehr, der von links kommt, ist ziemlich schnell. Und da kann ich gucken, hier auch kaum. Ne? Dass du da genau guckst. Ja. Okay. Und aus. So.
Also eigentlich ist es rot.